Ja, es hat auch ein bisschen mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich glaube, ich bin in so einem Turning Point mit vielen Jahren von Struggles und auch durchaus von Kämpfen, meine Position zu finden in der Kunst und mich selber zu finden. All dieser lange Weg ist hier auch zu sehen. Gleichzeitig, ich möchte diese nicht sehen als Vergangenheit, sondern als eine gewisse Gleichwertigkeit, Gleichzeitigkeit von der Vergangenheit, die wie ein Widerspruch sich anhört. Und das sieht man aber doch in der Arbeit. Die viele sind seit 20 Jahren in Depot geschlafen. Also zum Beispiel den ersten Raum, das sind 80 Jahre Zeichnungen, die dem Museum gehörte und ich darüber nicht so genau wusste, dass so viele sind. Und es war wie eine große Entdeckung. Aber als ich sie wieder sah, es war nicht so, dass, das sind die vergangene Geschichte, sondern es ist jetzt. Und es gab mir unglaublich viel Kraft auch, diese Akzeptanz des Vergangenheit ist jetzt. Es ist nicht nur die Zukunft ist jetzt, sondern also diese gewaltige Präsenz, die wir als Chance wahrnehmen sollten. Und dann entdeckte ich auch durch den Philipp, er hat dann diesen Satz gefunden und ich war immer nah zu Nietzsches Gedanken. Und fand ich irgendwie interessant, diesen Satz so auf eine zuversichtliche Haltung. Ich mag das Wort nicht so positiv, aber es ist eine Haltung, mit der ich noch weiteres Schaffen denken könnte. Und es ist auch eine Message, klar. Nur nicht keine PC und keine Mitteilung im Sinne von Manifest. Das ist eine lange Geschichte. Das war ja 87, als ich hier im Kunstmuseum, damals hieß Museum für Gegenwartskunst, direkt am Wasser. Und eine für mich erste institutionelle Ausstellung, die mir sehr wichtig war. Damals hatte Dieter Köprin diese Ausstellung kuratiert, organisiert, initiiert. Und es war eine große Chance für mich, anzukommen als Künstlerin. Seitdem ist es mehrere Jahre her und in meiner Lebensphase, so wie Sie sagen, es ist sehr unterschiedlich, verschiedene Etappen und auch daher angefangen in meiner Herkunft aus Japan, ganz andere Kultur nach Europa. All das beeinflusst mich und dieses Beeinflussen ist nicht irgendwie das Adaptation, sondern ich habe in der unterschiedlichen kulturellen Räumen hineingelebt und nicht imperialistisch und nicht kolonialistisch. Gegenteil, das ist einfach dieses Hineingehen in einen anderen Kulturbereich, mich aufzulösen, mich zu überwinden, dieses Ich-Bereich, die so identitätsverhaftet ist. Mir war sehr wichtig, das so durchzubrechen. Nur so kannst du dich wieder vielleicht finden und vielleicht auch nicht. Das ist mir nicht so in dem Moment wichtig. Ich war voll im Leben und ich bin das heute weiterhin. Also diese Mutieren in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen kulturellen Dingen, es ist vielleicht ein Experiment, die kaum andere Künstler so in der extremen Form gemacht hätte. Die meistens, okay, machen vielleicht einen Sprung, aber ich habe dann wirklich verschiedene Formen, kulturellen Bereichen hineingelebt. Und die Werke entstanden, das ist nicht irgendwie eine Kunstmachens, es ist eine Lebensmanifestation. Und ich kann nicht bewerten, es ist so. Und hoffe ich, dadurch bereichert worden. Es hat verschiedene Phasen sehr geprägt. Als ich in Spanien studiert habe, hatte ich vielleicht eine andere Art von Suchen und Sprache. Und als ich in der Schweiz als Künstlerin begonnen habe, das war ein Los.
Und das ist ein Los, aber auch ein Beginn der selbst sich als Künstler einen Entscheid getroffen zu haben. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen und damit fing ein richtiger Kampf an. So, es war nicht einfach. Und ein bisschen gegen die Wände, gegen die Wand, gegen was weiß ich. Also nach oben, unten, überall war schon keine einfache Ankunft. Niemand hat auf mich gewartet. So. Und darin aber habe ich auch sehr viel so eine, wie könnte ich sagen, Parallelen gefunden nach Kriegszeit Japans und Deutschland zum Beispiel. Und so, dass jedes Land hat mir etwas gegeben, was auch mit mir zu tun gehabt hätte. Und so ist das eine sukzessive Weg und dies ist aber nicht so chronologisch, nicht so glatt wie eine Bergsteigen, sondern manchmal stürzen und manchmal wieder aufstehen, wieder. Also das ist eine unglaubliche komplexe Form. Wenn ich schon darüber ein Buch schreiben würde, würde es 3000 Seiten werden, mindestens. Ich habe natürlich diese künstlerische Sprache finden und das darin authentisch zu sein, schon allein eigenes Ringen. Und gleichzeitig dieses Außen, also mit den Menschen, mit der Society, mit der Kunstwelt zurechtzukommen und darüber hinaus nicht zurechtzukommen, sondern mich zu behaupten, ist natürlich kein einfacher Weg. Und es war aber irgendwie immer parallel. Also sowohl ich dann in meiner eigenen Arbeit kann man sagen, eine Form finden wollte, gab es auch Parallelen im Leben. Aber meine Arbeit ist nicht autobiografisch. Dennoch akzeptiere ich diese unglaubliche Verankerung von Leben und Kunst. Und das ist in meinem Fall auch nicht zu trennen. Dennoch kannst du nicht sagen, ach ja, ich habe so gelebt, deshalb mache ich so. Es gibt immer so eine unglaubliche Nähe, aber gleichzeitig wieder eine Distanz, je nach den Phasen. Ich glaube, also man sagt das ja oft so, dass das Bisweilen kommt oder fängt erst an, wenn die Wörter nicht ausreichen. Aber in meinem Fall, ich denke sogar das Gegenteil. Ich glaube, der Wort und Bisweilen ist es unglaublich dicht zusammen. Und ich liebe eigentlich eine Schaukeln. Für mich ist das nichts anderes als eine Frage der Language, auf alle Fälle, auch in der Bisweilen. Nur die Wörter sind so irgendwo belastet von Begriffen. Und ich bin immer dagegen gegangen. Die Wörter sind auch wie ein künstlerisches Medium. Und ich sehe das nicht nur Mitteilungswerkzeug von Gedanken. Daher ist es, ich benutze auch Wörter in der Ausstellung. Diesmal kaum, weil es sehr komplexe Bewegungen sind. Und wenn ich dann anfange mit den Wörtern, ich habe es gut überlegt, wie mache ich das. Aber man kann die Wörter so benutzen, dass es nicht erklärt, nicht einen Gedanken mitteilt. Und das nennt man Poesie. Aber das Poetische bin ich nicht so interessiert, sondern die Poesie an sich. Also ein Künstler ist ein Poet für mich. Und so in dieser Hinsicht sind die Wörter und visuelle Kunst sehr verankert. Ich bin kein Handwerker mit den großen Disziplinen. Also Disziplin ist das ganz, was ich nicht habe. Aber vielleicht eine Wille,
der bereit ist, mit den Gegebenheiten, Zufällen, mit anderem Willen umzugehen. Es ist nicht ich, die mit der Kunst umgeht. Es ist was anderes. Und bin sehr dicht an diesen Spirit. Und daher ist es, meine Art mit der Kunst ist sehr, sehr anders als meisten heutigen Künstler, die wie einem Beruf nachgehen, aber nicht Berufung haben. Und ich komme aus dem Berufung und bereit, wie ein Medium mit anderen Willen, anderen Kräften umzugehen. Daher habe ich kein Horarium, keine Zeitdings. Ne. Nicht von 8 bis 20 Uhr. Nicht intensiv arbeiten, so das Essen vergisst. Nein, ich vergesse das Essen nie. Ich glaube, jeder muss seine eigene Form finden. Und es ist auch nicht so, dass ich dann auf irgendwie eine große Inspiration warte. So ist es auch nicht. Es ist schon auch eine Kontinuität, und in der man sich auch reift. Und natürlich sich vertiefen in Medien braucht auch manchmal ein Leben. Also zum Beispiel das Malen oder das Zeichnen. Überhaupt jedes, was man tut, ist ein langer Weg, glaube ich. Aber gleichzeitig ist die moderne Kunst und Contemporary Art sehr komplex geworden, dass man gewisse Dinge so mit einer Destruktivität umgeht. Also man darf nicht schöne Bilder malen. Man darf nicht, also es gibt da so eine komische Gesetzmäßigkeiten. Dagegen bin ich auch. Du darfst nicht elegant sein, du darfst nicht zu schöne Sachen machen. Okay, wir sind im deutschsprachigen Raum und die anglosächsische füllt eine ganze Art World, und habe ich immer meine eigene Position. Ja, ich finde es auch immer so komisch, wenn man sagt, das oder jenes sollte man nicht machen, weil Neues entsteht ja gerade dann, wenn man etwas sich traut. Ja, genau. Okay. Ja, und das ist dann so eine Art Attitude, würde ich sagen, die auch, wenn man dieses anderes machen, wie ein Programm wird. Ich glaube schon, dass die drei Medien eine ganz notwendige innere Verbindungen gibt. Aber von der Prozess her, es hat bei mir angefangen mit dem Zeichnen, und dieses Zeichnen hat dann sehr viel Energie ausgelöst und auch hat bedeutet so eine gewisse innere Befreiung. Und es ging nicht darum, Werke zu schaffen, es ging nicht darum, etwas zu Ende zu führen. Und in diesen Momenten da zu sein und zu den eigenen inneren Welt zu gehen, durch dieses Medium hat mich auch gebildet, was ich heute geworden bin. Das hat aber gleichzeitig auch eine Neugier erweckt. Dann der Mediumsunterschied ist ja sehr fließend, finde ich. Es ist ja nicht so, dass dann jede Zeichnung, jede Malerei und jede Skulptur sind alles irgendwie miteinander verbunden. Also zum Beispiel, wenn du mit einer Zeichnung, mit einer Kohlezeichnung machst, aber es ist dann doch eine Fläche, entstehende Flächen. Es gibt dann durchaus malerisches etwas. Und wenn man dann eine Tuschzeichnung macht, das ist mit dem Pinsel was macht, ist es von Zeichnung zum Bild. Also Malerei ist sehr fließend. So auf diese Art und Weise bin ich in verschiedene Medien dann reingegangen. Und daher ist es nicht so, dass jetzt mache ich immer Skulptur, mache ich jede Malerei, sondern ein ständiger, fließender Prozess. Also zum Beispiel auch die Skulptur. Es ist ein sehr haptischer Moment, und die Zeichnung kann auch sehr haptisch sein. Dieses also Materialität zu berühren, das ist auch ein wichtiger Punkt für mich, und das ist bereits schon dreidimensionell. Also alles ist plastisch. Muss nicht nach Beuys warten. Oder auf Beuys warten.
Ja, vielleicht ist es eine enorme lange Zeit und auch ein Zeitkontinuum und Zeitquantität. Darin standen so viele Werke und es ist schon diese Selektion, Auswahl an sich ist kommt mit dem Gedanke der Fokussierung auf was. Und ich glaube, diese Fokussierung so kann man nicht so in Worten fassen. Es ist eine visuelle und innere Notwendigkeit, warum diese 80er Zeichnung zu dem gefühlt hat oder haben zu den 90er, wo wir jetzt sind. Und was hat dieser Bereich, der skulpturellen Bereich, zu den nächsten, also zum Beispiel die Girls-Serie, zu tun haben könnte. Man kann schon von Fokussieren sprechen, weil es ist eine innere Entwicklung auch. Es ist nicht nur, weil ich das Programm geändert hätte, sondern die Werke an sich fokussieren und dadurch evolutionieren. Und für mich geht es auch um diese von innen getriebene Fokussierung, wie sie sich die Formen für sich auflösen und wieder entwickeln. Das kann so unterschiedliche Dinge sein, also sehr oft Natur, aber auch diese menschliche, politische Auseinandersetzung, wo wir stehen, woher kommen wir, wohin gehen wir, diese philosophischen Grundfragen, das ist so immer, wo ich dann meine denknerische, künstlerische Impulse herhole. So Inspiration, das Wort hat einen sehr schönen Klang, aber ist auch ein bisschen Klischee. Es ist nicht so, dass wir warten und dann kommt plötzlich wie ein Donner dann eine tolle Idee runterfällt. So ist es ja auch nicht. Und daher, ja, ich würde es eher vergleichen wie mit einer Katze, die irgendwie auf etwas hin beobachtet. Und das Ziel ist nicht die Maus, sondern es gibt kein Ziel. Das ist die Konzentration aller Energien. Und dann ist das die Ohren ganz steif unter die Augen, unter die ganze Körper, diese da zu sein. Diese Daseinsmomente, die darüber hinausgeht. Es geht nicht um dein Ego, es geht um darüber hinaus. Und dann passiert etwas. Also das sind so Bewegungen, die ich dann sehr gerne beobachte. Ich kann nicht sagen, ob ich das schon geworden bin, aber sowas. Hatte ich, ja. Aber ich habe jetzt keine Katze mehr, aber ich habe die Katzen in mir. Viele Katzen, aber auch Hunde und was weiß ich, verschiedene Tiere sind in mir. Deshalb sind auch das. So lauter, so diese hybride Wesen, das bin ich auch, aber das sind wir alle. Das Menschen vergessen das. Die stellen einfach die Menschen in der Hierarchie ganz oben. Aber nein, wenn du die Hierarchie alles auflöst, dann wird die Welt sicher mehr lebenswert, glaube ich.